Das ist das erste Video 2016 und ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich werde dieses Jahr mit einem Jahresfavoriten-Video beginnen. Das heißt, ich zeige euch meine Favoriten vom letzten Jahr und zwar ziemlich durchgemixt, also Beauty, aber auch so ein paar andere Sachen wie Serien. Und mir ist aufgefallen, dass ich im letzten Jahr eigentlich nur 2 richtige Favoriten-Videos gemacht habe. Deswegen kommt das, glaube ich, ganz gelegen, dass ich nochmal zusammenfassend so wirklich meine Favoriten irgendwie euch vorstelle, weil ich das irgendwie das ganze Jahr über nicht so häufig gemacht habe. Und dann fangen wir gleich mal mit dem ersten Produkt an. Ich habe in diesem Jahr keine Foundation als Favoriten, aber dafür einen Concealer. Und zwar von Shiseido, der Perfecting Stick Concealer. Und das ist ja so ein Concealer-Stift. Und deswegen ist er typischerweise sehr fest zu Anfangs, weil ich finde, wenn man den aufträgt, wird er sehr schnell cremig, aber auch nicht zu flüssig oder so. Also er behält einfach so eine gewisse Art von Festigkeit und dadurch, finde ich, hält er sich super, super gut. Also ich trage den sowohl in der Augenpartie auf, aber auch so, um irgendwelche anderen Stellen abzudecken. Und die Deckkraft ist wirklich sehr gut. Also es hat schon eine höhere Deckkraft, finde ich, als so manch andere Concealer, die ich habe. Gleichzeitig, finde ich, ist er aber nicht austrocknend und ich finde einfach, die Haltbarkeit ist unschlagbar. Und ja, deswegen, ich glaube, ich habe alles gesagt, deswegen ist das ein Jahresfavorit von mir. Der nächste Favorit ist ein Gesichtspflegeprodukt und zwar von Glossier, der Priming Moisturizer. Und es ist jetzt ein bisschen blöd, dass Glossier sehr, sehr schwer erhältlich ist aus Deutschland, aber das gehört nun mal zu einem meiner Favoriten und deswegen erwähne ich das jetzt so schnell es geht. Der Name sagt es schon, Priming Moisturizer, also eine Tagespflege, die die Haut auch gut für Foundation und Make-up und so weiter vorbereitet. Und ich habe das Gefühl, dass sie wirklich die Haut irgendwie ausgleicht und die Poren ausfüllt, ohne aber so einen komischen Silikoneffekt zu verursachen, den manche oder die meisten Primer eigentlich haben. Und das ist aber sehr, sehr angenehm. Es ist einfach wie, als würde man sich ganz normal eincremen. Ich finde sie sehr feuchtigkeitsspendend und ja, ein schönes Produkt, was ich wirklich sehr genossen habe. So, das nächste Produkt ist womöglich auch meine liebste Neuentdeckung aus dem letzten Jahr. Und zwar ist es von Giorgio Armani der Maestro Liquid Summer Bronzer. Und den habe ich euch auf jeden Fall schon mal in einem Tutorial gezeigt. Ich glaube nicht in einem Favoritenvideo, aber in einem Tutorial habt ihr es gleich mal in Action gesehen. Und zwar ist es ein Flüssigbronzer, der wirklich sehr flüssig ist. Also es kommt auch mit so einer Pipette daher. Und dadurch lässt sich das aber sehr, sehr gut verteilen. Man könnte es, glaube ich, auch optional vielleicht mit Foundation mischen, auch wenn ich es noch nicht gemacht habe, aber wenn man möchte, kann man das machen, denke ich. Und es ist von der Farbe her einfach die perfekte Farbe. Und zwar ist es halt ein sehr goldener Bronzer. Das hat auch ganz, ganz feine Goldpartikel enthalten, ohne dass man jetzt irgendwie krass schimmert oder so. Und für olivstichige Hauttypen ist es echt die ideale Farbe. Ich habe die Farbe 90 und ich mag diese flüssige Konsistenz. Ich finde, dadurch lässt es sich sehr, sehr gut anwenden und einfach anwenden. Und ich finde, das hält sich auch lange auf der Haut. Also bei manchen anderen Produkten habe ich das Gefühl, dass sie sich irgendwie ganz komisch fleckig sammeln auf den Wangen. Und das ist hier nicht so. Und ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Das ist echt ein Favorite von mir. Das nächste Produkt ist ein Highlighter und ich glaube, es ist fast der einzige Highlighter, den ich über das ganze Jahr über benutzt habe. Und zwar ist es von Becca, der Shimmering Skin Perfector. Und die Tube sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Und wie man sieht, das ist eigentlich eine echt große Flasche. Wie viel ml sind da drin? 50 ml, was für einen Highlighter echt super viel ist. Und ich habe schon fast die Hälfte aufgebraucht. Ich glaube, das ist, spricht schon mal für sich. Und es ist echt ein super, super toller Highlighter. Und dieser Highlighter hat echt den perfekten Grad an Glanz und Lichtreflexion. Und ich finde, das ist sehr, sehr schmeichelnd auf der Haut. Und auch die Konsistenz ist perfekt, finde ich. Also es ist nicht zu dickflüssig und auch nicht zu dünnflüssig. Das heißt, man kann es auch sehr, sehr leicht verteilen und auftragen. Egal wie eigentlich, mit den Fingern oder mit dem Pinsel. Und ja, also echt ein super schöner Highlighter. Was gibt es da noch zu sagen? Man kann es auch mit der Foundation mischen und ja, also ich werde, glaube ich, echt noch den Rest aufbrauchen, bevor ich mich an irgendeinem anderen Highlighter ausprobiere, weil ich den echt sehr, sehr liebe. Mein nächster Favorit ist ein Rouge und zwar ein Creme Rouge von Kjaer Weis in der Farbe Desired Glow. Und dazu einmal zu der Farbe. Die Farbe finde ich echt super einfach handzuhaben. Also ich finde, das ist, glaube ich, eine Farbe, die wirklich jeden Hautton passt, egal ob hell oder dunkel, oliv oder weniger oliv. Es ist einfach ein schöner Ton, der so ein bisschen das Gesicht aufwärmt und so ein bisschen sommerlicher erscheinen lässt.
Und es ist ein Creme Rouge, das heißt, es ist für den einen oder anderen so ein bisschen schwieriger Hand zu haben, zu verteilen. Ich verteile ihn eigentlich immer am liebsten mit dem Finger, das ist irgendwie am einfachsten. Und auf der Haut ist es auf jeden Fall angenehm, nicht zu fest, nicht zu flüssig und auch nicht austrocknend oder ölig werdend oder sonst irgendwas, genau die Mitte eigentlich. Und Care Weiß finde ich so als Marke auch schön, also es ist eine Naturkosmetikmarke, die nicht nur inhaltlich schöne Produkte herstellt, aber auch optisch gesehen sehr schöne Produkte herstellt und auch so mit einer sehr nachhaltigen Verpackung daherkommt. Das heißt, es sind hier so Metallbehälter, die man dann innen einfach nur auffüllt, wenn man die aufgebraucht hat. Also man kauft nicht immer die ganze komplette Verpackung neu, sondern kann dann so Refills kaufen. Und ja, das ist einfach insgesamt ein sehr schönes Konzept. Und als Blush war das so eine Farbe, die ich im letzten Jahr mit am liebsten benutzt habe. Irgendwie habe ich in diesen Jahresfavoriten super viele Gesichtsprodukte, egal ob Pflege oder Make-up. Mein nächster Favorit ist nämlich wieder ein Produkt fürs Gesicht und zwar der Bronzer von Shiseido. Und das ist ein sehr, sehr schöner, warmer Ton. Und den habe ich nicht nur als Bronzer benutzt, beziehungsweise fast schon manchmal als Rouge, weil er eben so warm ist. Dann habe ich den mehr auf den Apfelbäckchen aufgetragen. Aber ich habe den auch sehr, sehr gerne auf den Augen benutzt als Lidschatten, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe für die Augen, sehr, sehr weich und warm und es ist halt nicht too much, also es ist nicht so oh, krass ein Augen-Make-up, sondern irgendwas ist auf den Augen, es ist nicht nichts, aber auch nicht zu viel und einfach so eine, ich kann es gar nicht beschreiben, einfach ein Mittelding und das habe ich ab dem Sommer sehr, sehr häufig und sehr gerne getragen und ja. Mein Jahresfavorit in Sachen Lippen ist dieser Lippenstift und das ist ein Sheer Lipstick von Urban Decay in der Farbe Slow Burn und den trage ich gerade auch. Und die Sheer Lipsticks von Urban Decay sind so eine Mischung aus Lipgloss und Lippenstift. Also sie sind pigmentiert wie Lippenstifte, fühlen sich aber irgendwie an, beziehungsweise haben so ein Finish wie Lipglosse. Und ich liebe einfach diese Farbe, also dieses Rote, ich finde, das bringt gleich super viel Frische ins Gesicht. Und dadurch, dass es so ein Sheer Lipstick ist, finde ich, ist es irgendwie so ein schöner, leichter Lippenstift. Also der sieht nicht so krass heavy aus wie ein matter Lippenstift oder so ein ganz normaler Lippenstift, sondern hat einfach so was Schönes, Leichtes an sich, falls man mich jetzt versteht. Und ja, deswegen Lippenfavorit 2015. Weiter geht's mit den Nägeln und da habe ich mal keinen Nagellack von Essie, wow, und mal einen farbigen. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren hatte ich einmal den weißen und einmal den schwarzen von Essie. Und mein Jahresfavorit 2015 ist zwar nicht so viel farbiger, aber immer noch besser als schwarz-weiß und zwar dunkelbraun. Und die Farbe, ich versuche es gar nicht erst auszusprechen, 669 und dann schreibe ich euch den Namen in die Infobox. Ist jedenfalls der dunkelbraune Nagellack von Chanel und den habe ich super gerne getragen. Also ich habe zwar frisch geschüttelt, aber der ist echt nur noch halb voll oder halb leer. Das heißt, für Nagellack ist es ein gutes Zeichen, finde ich. Und keine Ahnung, habe ich einfach gerne getragen. Fand ich, ist irgendwie eine coole Farbe, eine gute Alternative zu dem weißen Nagellack, den ich sonst sehr, sehr häufig benutze. Oder schwarzen Nagellack oder auch Nude. Ich weiß gar nicht. Ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben, aber dunkelbraun habe ich echt super gerne getragen auf den Nägeln. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommen wir nun zum letzten Beauty-Produkt 2015 und zwar dieses Spray, das Powder Spray von La Biosthetique. Ja, und das Spray benutze ich einfach, um mehr Volumen und Textur in meinen Haaren zu erreichen. Gerade an so Tagen, wo ich meine Haare frisch gewaschen habe oder Conditioner benutzt habe und dann sind die Haare einfach meistens so sehr fein und hängen einfach nur so runter und deswegen sprühe ich dann gerne dieses Spray rauf, weil es dann wieder mehr Textur in den Haaren reinbringt, ohne aber so ein komisches, ekliges, schmutziges Gefühl reinzumachen, was ich bei anderen Produkten habe. Also ich habe euch schon mal dieses TXT Volume irgendwas Spray von L'Oreal gezeigt, was ich zwar auch gut finde, um irgendwie so einen Kneteffekt irgendwie in den Haaren zu erreichen, so dass man einfach so ein bisschen durchwuscheln kann. Da finde ich, dass man schnell das Gefühl bekommt, oh, ich muss am nächsten Tag meine Haare waschen, weil irgendwas in den Haaren ist. Und das ist bei dem genau nicht der Fall. Also es hat fast schon so einen Trockenshampoo-Effekt, ohne ein Trockenshampoo zu sein. Es hat so ein, es ist einfach so leicht in den Haaren. Und deswegen finde ich echt super gut. Kommen wir nun zu den Favoriten, die nichts mit Beauty zu tun haben. Und da habe ich als erstes ein Modeaccessoire. Und zwar habt ihr es schon sehr, sehr oft in meinen Videos gesehen. Und zwar ist es diese Uhr von Rosefield in Silber oder auch in Gold.
Und ja, ich bin generell voll der Uhrenmensch. Also ich habe echt jeden Tag eine Uhr um und es ist echt generell so ein Lieblingsaccessoire von mir. Aber die jetzt speziell, weil ich einfach das Design super schön finde. Es hat so ein Mesh-Armband, was sehr wertig aussieht. Generell ist es sehr clean und hochwertig aussehend, aber sie kosten nur 89 €, was ich echt super gut finde für eine Uhr. Deswegen ist es auch okay, wenn man sich nicht entscheiden kann und Gold und Silber kaufen möchte. Es gibt die aber auch in Roségold oder auch mit Lederarmbänder, aber ich finde jetzt gerade die Mesh-Armbänder super schön. Und ich glaube, ich wurde noch nie so häufig auf eine Uhr angesprochen, egal ob online oder offline. Und ja, also ist echt so mein Lieblingsaccessoire 2015. Kommen wir mal zum Thema Serien. Und da wisst ihr von mir, dass ich Vampire Diaries liebe, Grey's Anatomy, Walking Dead. Aber die Serie und Neuentdeckung, die ich im letzten Jahr super gut fand, war The Affair. Und wie der Name sagt, geht es um eine Affäre und wie diese zustande kommt und was sie für Folgen hat und dann noch so ein paar andere Storys nebenher sozusagen. Und eine coole Sache bei der Serie ist, dass die Story von unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. Also beispielsweise die erste Hälfte wird von dem Mann erzählt. So, und dann sieht man die ganze Handlung und dann bei dem zweiten Part der Folge wird das Gleiche von der Frau erzählt und man merkt, dass sich manche Stellen irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterscheiden, was irgendwie ganz interessant ist. Und ja, das zieht sich so, dieses Konzept zieht sich dann über die ganze Serie hinweg. Und dann generell finde ich, ist es sehr, sehr überzeugend gespielt. Ich mag die Schauspieler. Ich finde, es hat einen coolen Look, irgendwie einen sehr authentischen Look. Ich finde es sehr, sehr spannend. Und irgendwie ist es mal eine schöne Abwechslung gewesen zu den Serien, die man sonst so guckt und die ich auch persönlich sonst so gucke. Ich fand sie sehr, sehr schön. Also es gibt 2 Staffeln und wir haben jetzt beide Staffeln fertig geguckt. Und ja, keine neue Serie, die ich angefangen habe, hat mich eigentlich so gefesselt, ohne dass sie so vollgestopft mit irgendwie Action sein muss oder sonst irgendwas. Also das Einzige ist, dass da sehr, sehr viel Sex vorkommt, aber das gehört halt auch irgendwie zum Thema und es ist aber trotzdem sehr schön gemacht einfach. Also ich kann die Serie wirklich sehr, sehr empfehlen. Mir hat sie wirklich sehr doll gefallen und ich freue mich schon, ist zwar noch so super lange hin, aber ich freue mich schon auf die 3. Staffel, die im Oktober rauskommt. Als nächsten Favoriten habe ich mir ein YouTube-Video rausgesucht und da fiel die Wahl eigentlich überhaupt nicht schwer. Und zwar ist mein mit Abstand allerliebstes YouTube-Video aus dem letzten Jahr das Memories of Tokyo Video von Wish Wish Wish. Und das hat nicht Carrie von Wish 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 selbst gedreht und gemacht, sondern ihr Freund, der auch so im Filmbusiness ist, also ein Professional ist. Und das merkt man auch sehr, sehr stark in dem Video. Und das Video ist eigentlich ein Reisevideo, also ein Reisevlog, aber es ist so gut gemacht und perfekt. Also allein vom Ton her. Das hat so Originalaufnahmen, die man dann in der Stadt hört, also so Straßengeräusche oder Stimmen oder Tropfgeräusche, egal was. Dann ist die Musikuntermalung einfach perfekt passend, immer passend zu den gerade gezeigten Szenen. Oder aber auch ihre Kommentare, die einfach im Voice-Over zu hören sind. Und dann sind die Bilder super schön. Schöne Aufnahmen, sehr schön gefilmt, geschnitten, tolles Color Grading. Einfach eine super schöne Atmosphäre wird drüber gebracht und so ein Wechsel aus so Geschwindigkeiten, also mal ist es ganz ruhig, mal irgendwie passiert ein bisschen mehr und es ist einfach so super rund. Ich könnte eigentlich 1000 Jahre schwärmen von diesem Video, ihr müsst es einfach nur angucken, dann wisst ihr, was ich meine, aber es ist ein richtiges Gänsehaut-Video. An mehreren Stellen kriege ich Gänsehaut, deswegen absolutes YouTube-Lieblingsvideo 2015. Und damit beende ich auch dieses Video. Das waren all meine Favoriten, die ich euch vorstellen wollte. Mich würde interessieren, was so eure Jahresfavoriten waren, egal ob es jetzt ein Beauty-Produkt war oder eine Serie oder ein YouTube-Video. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!